Mit Beginn der kalten Jahreszeit stellt sich für viele Haushalte das Problem, dass sich an den Fenstern Kondenswasser bildet. Durch die niedrigen Temperaturen an den Scheiben kondensiert die warme Raumluft. Abgesehen davon, dass dadurch die Sicht gestört wird, können Schäden an Fenstern und den angrenzenden Bauteilen entstehen und es bildet sich Schimmel. Ein T-Stripe-Komplettset beinhaltet alles, was Sie für die Montage und den Betrieb von T-Stripe an einem Fenster benötigen. In der Schachtel befindet sich ein Zubehörbeutel sowie das Heizelement in der von Ihnen bestellten Längenkategorie. Im Zubehörbeutel befindet sich die Gebrauchsanleitung für die Montage vom T-Stripe Komplettset. Das Stromkabel, der Stecker, mit dem das Heizelement angeschlossen wird, ein Reinigungstuch für das Heizelement und das Fenster sowie der Flüssigkleber, mit dem das Heizelement am Fenster festgeklebt wird. Sie benötigen folgendes Werkzeug: einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubenzieher, eine Adernhülsenkerbzange, einen Seitenschneider und eine Super-Abisolierzange. So wird das Heizelement richtig am Stecker angeschlossen und am Fenster montiert. Das Metallgeflecht wird auf einer Länge von ca. 30 Millimetern aufgespleißt und verdreht. Kürzen Sie das Metallgeflecht und das Heizelement auf die gleiche Länge. Entfernen Sie ca. 6 Millimeter der roten Isolierung mit der Super-Abisolierzange. Mit diesem Werkzeug stellen Sie sicher, dass der Heizleiter nicht beschädigt wird. Bringen Sie am Heizdraht eine Adernendhülse an. Und verpressen Sie diese mit der Kerbzange. Die weißen Glasfasern können Sie entfernen. Dieses Ende des Heizkabels können Sie nun mit dem Stecker verbinden. Der Heizdraht wird an den äußeren Klemmen festgeschraubt. Das Metallgeflecht wird an der mittleren Klemme der Erdung festgeschraubt. Die untere Gehäusehälfte wird am Fenster festgeschraubt. Danach wird der Steckerteil, an dem bereits das eine Ende von T-Stripe montiert ist, in der unteren Gehäusehälfte eingeklippt. Für den Klebevorgang sollte die Scheibentemperatur ca. 20 Grad betragen. Ist sie zu kalt, kann sie mit einem Heizstrahler vor der Montage erwärmt werden. Reinigen Sie das Fenster zuerst mit einem Glasreiniger. Danach verwenden Sie das mitgelieferte Reinigungstuch, um das Fenster und das Heizelement fettfrei zu reinigen. Bevor Sie mit dem Verkleben beginnen, bereiten Sie sich einige Streifen Klebeband vor. Mit dem Kleber tragen Sie am Rand eine dünne Raupe auf. Weniger ist mehr. Beginnen Sie nun T-Stripe vom Stecker ausgehend aufzukleben, indem Sie das Heizelement in den Kleber drücken. Fixieren Sie T-Stripe alle 20 Zentimeter mit einem wieder abziehbaren Klebeband als Montagehilfe. Dieses kann nach ein paar Stunden, sobald der Kleber fest ist, wieder entfernt werden.
Wenn Sie etwas zu viel Kleber verwendet haben, können Sie ihn entfernen und mit einem Reiniger die Scheibe von Kleberesten befreien. Alternativ zum Flüssigkleber bieten wir Ihnen ein spezielles doppelseitiges Klebeband, welches für die Temperaturen am Fenster geeignet ist. Dieses wird am äußeren Rand auf die Scheibe aufgeklebt. Danach drücken Sie das Klebeband auf der Scheibe mit einer Walze fest. Warten Sie ca. 30 Minuten, bevor Sie die Schutzfolie entfernen. Dann geht es ganz leicht, da das Klebeband bereits eine gute Verbindung mit der Scheibe hat. Drücken Sie das Heizelement fest auf das Klebeband und verwenden Sie auch hier die Walze mit mäßigem Druck, um T-Stripe mit dem Klebeband zu verbinden. Es gibt auch die Möglichkeit, T-Stripe in der Alu-Design-Leiste versteckt zu montieren. Diese ist als Zubehör separat erhältlich. Am anderen Ende des Heizelementes wiederholen Sie die Schritte vom ersten. Das Metallgeflecht können Sie entfernen. Es muss nicht zweimal angeschlossen werden. Dieses Ende des Heizelementes wird ebenfalls im Stecker festgeschraubt. Achten Sie beim zweiten Ende des Heizelementes auf die Länge, damit es genau in den Stecker am Fenster passt. Die beiden Enden des Heizelementes sind somit in den äußeren Klemmen des Steckers festgeklemmt. Diese entsprechen dem Nullleiter und der Phase des Stromkabels. Das Metallgeflecht ist mit dem mittleren Kontakt der Erdung verbunden. Jetzt können Sie die obere Gehäusehälfte des Steckers anbringen. Mit den beiden Schrauben wird die Zugentlastung fixiert. Jetzt können Sie den Stecker vom Heizelement mit der Buchse vom Stromkabel verbinden und das Heizelement somit in Betrieb nehmen. Zum Öffnen müssen Sie die Sicherung mit einem spitzen Gegenstand nach unten drücken. So können Sie die Steckverbindung lösen. Wenn Sie die Steckverbindung öfter trennen wollen, so können Sie den Sicherungshaken mit einem Messer wie gezeigt entfernen. So können Sie die Steckverbindung leichter öffnen und schließen. Sollten Sie das mitgelieferte Stromkabel nicht verwenden möchten, können Sie die Buchse abschrauben und ein anderes dreipoliges Kabel befestigen. Zuerst öffnen Sie die Schrauben der Zugentlastung und lösen dann die Verschlusshaken mit einem kleinen spitzen Schraubenzieher. Die Gehäusehälften sind am Stecker eingeklippt und können so leicht entfernt werden. Lösen Sie als nächstes die drei Schrauben vom Stromkabel. Nun können Sie ein anderes Kabel an der Klemme befestigen, den Stecker wieder zusammenbauen und die Zugentlastung fixieren. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren trockenen Fenstern durch T-Stripe.